Moin, wir sind die Thomas-Mann-Schule aus Nordheim und hier in dem Video stellen wir uns einmal ganz kurz vor. Wir versuchen dabei darauf einzugehen, was uns jetzt anders macht als andere Schulen. Und ja, eine Sache sieht man, glaube ich, gleich schon hier in diesem ersten kleinen Video. Wir sind eine recht kleine Schule, das sind eigentlich schon alle unsere Schüler. Wir haben gemütliche kleine Klassen und kennen tatsächlich noch alle unsere Schüler beim Vornamen. Das liegt natürlich ein bisschen daran, was wir für eine Schulform sind. Wir sind eine Haupt- und Realschule. Das heißt tatsächlich so getrennt, wie man das vielleicht noch von früher kennt, keine OBS oder IGS, wo die Klassen zusammengelegt werden. Und das heißt, so eine 25er-Klasse, die an einer Oberschule oder einer IGS auf jeden Fall als eine Klasse geführt werden müsste, gliedert sich bei uns zum Beispiel auf in 12 Schüler an der Hauptschule, 13 an der Realschule und wir müssen die natürlich nicht zusammenlegen, weil es sind ja einzelne Klassen. Das ist natürlich sehr angenehm und trotzdem finden wir natürlich das Prinzip der Durchlässigkeit sehr sinnvoll und deswegen, wenn wir merken, bei uns an der Hauptschule geht's irgendjemand nicht gut oder der sagt, das ist alles viel zu einfach, dann ist es bei uns halt der Weg einmal über den Gang und man probiert das halt mal eine Woche in der Realschule aus. Probebeschulung ist gar kein Problem. Wir trennen das ja auch nicht irgendwie räumlich. Hier ist das Hauptschulhaus, da das Realschulhaus. Nein, die Klassen sind da durchaus direkt nebenan. Und auch für Leute, die sich in der Realschule überfordert fühlen, ist es manchmal ganz heilsam zu sagen, nee, ich gehe lieber an die Hauptschule, hab da mehr Zeit. Und das Schöne ist halt, dass alle gemeinsam den Weg von der 5. bis zur 10. in ihrer Klasse nach oben gehen. Also so ein Kurssystem wie in der Oberschule, wo schon relativ früh getrennt wird in A, B, C-Kurs, machen wir hier nicht, sondern man bleibt im Klassenverband. Und das gibt eine ganze Menge Sicherheit, weil wenn man sich wohlfühlt in seiner Klasse, dann kann man auch einfach besser lernen. Und da legen wir viel Wert drauf, sagen von der 5. bis zur 10. möglichst immer gleiches Klassenlehrerteam, Klassenlehrer und Co-Klassenlehrer setzen wir immer viel Wert drauf, dass das Mann und Frau meistens sind. Und auch nochmal wichtig zu erwähnen, an beiden Schulformen sind natürlich alle Abschlüsse möglich. Also an der Realschule, klar, haben wir viele, die den Realschulabschluss machen, dann ihren erweiterten und meistens dann gegenüber bei der BBS noch ihr Abi hinten dran setzen. Aber nein, auch in der Hauptschule haben wir nicht nur viele, die ihren Abschluss schaffen, sondern viele gehen dann weiter in die 10. und machen da einen guten Realschulabschluss. Einige wenige sogar den erweiterten Realschulabschluss. Da müssen dann halt entsprechend die Noten stimmen, aber auch das geht. Dann schauen wir einfach mal drauf, was machen wir jetzt anders als die anderen. Und da haben wir uns jetzt 4 Punkte rausgesucht, wo wir sagen, okay, das ist so an anderen Schulen nicht. Und wir fangen einfach an, in welchem Rhythmus lernen wir hier? Die 45-Minuten-Stunde war ein Relikt aus irgendwie noch Kaisertagen. Warum muss eine Stunde 45 Minuten sein? Wir haben geguckt, 90 Minuten ist uns zu lang, 45 zu kurz. Wir haben uns auf 80 Minuten Blöcke hier geeinigt und da sieht man schon, einfach am Tag sind viel weniger Fächer, das heißt viel weniger Gewusel, oh, ich muss jetzt Deutsch, Mathe, Englisch, alles einpacken, sondern man hat dann eben 3 oder 4 Großblöcke und das sorgt schon mal für viel mehr Ruhe. Also hier haben wir 80er Blöcke, hier einen ganz großen 100er Block, wobei der sich meistens unterteilt in 40 Minuten hier Lernzeit und dann noch 60 Minuten was. Vor allem in diesen großen Blöcken bietet es sich dann eben auch an, diese Aufgaben zu machen, die ich aus meiner Schulzeit zumindest nur kenne, unter, ja, dafür haben wir keine Zeit, das machen wir nicht, wo dann im Schulbuch sowas steht wie, mach doch mal eine Befragung in der Stadt oder geh doch mal in einen Wald in der Nähe, wir haben ja hier den Vita nebenan, da kann man einfach mal sagen, ja, jetzt haben wir richtig viel Zeit, wir gehen in Bio mal raus und entdecken die Welt. Das passt einfach nicht in 45-Minuten-Stunden, deswegen diese Großblöcke mit 60, 80 oder hier, wenn die zusammenliegen, sogar 100 Minuten, ermöglichen einfach, dass man sich viel intensiver mit so einem Stoff beschäftigt. Und wir stellen halt auch fest, dass es die Schüler weniger stresst, wenn nicht so viele Stunden direkt hintereinander kommen. Dann sehen wir hier oben eine Ankommenszeit, also zwischen 7:45 Uhr und 8 Uhr. Das heißt nicht, dass die Schüler da kommen können, wann sie wollen, sondern sind schon alle um 7:45 Uhr da. Aber bis 8 Uhr machen wir noch nicht Unterricht, sondern nehmen uns einfach Zeit für irgendjemand muss nochmal mit dem Klassenlehrer reden. Wir brauchen hier nochmal Hilfe bei der und der Aufgabe, haben wir nicht verstanden. Nächste Woche starten die Praktika. Wir müssen noch was klären, organisatorisches. Das geht ja sonst immer vom Unterricht weg. Und bei uns ist das sozusagen zusätzlich. Da haben wir Zeit für, das haben wir dann abgehakt und dann können wir hier direkt einfach starten und Unterricht machen. Ja, und dann sieht man hier, wir sind eine Ganztagsschule, also Montag und Mittwoch bei den Kleinen, bei den Großen ist Montag und Donnerstag, haben sie nicht bis 1, sondern bis 15 Uhr. Das heißt, wir haben 4 Stunden mehr als alle anderen Schulen, bei denen das vielleicht so freiwillige Angebote sind. Haben wir natürlich auch freiwillige Angebote hier am 3. Tag, aber 2 Tage sind verpflichtend lang und deswegen haben wir einfach mehr Zeit. Und wir haben ja schon gesagt, hier, die Ankommenszeit ist bei uns anders als bei anderen
Nachher erzähle ich dann noch was zur Klassenzeit und zur Lernzeit oder unserer Informatikstunde. Da haben wir einfach Stunden, die anderen so nicht drin haben, weil wir eben diese 4 Stunden mehr haben als die anderen. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Dazu kommt, dass wir gesagt haben, egal was passiert, von Klasse 5 bis 8 lassen wir keinen Unterricht ausfallen. Also wir schicken kein Kind eher nach Hause und sagen so, du darfst jetzt 2, 3, 4 Stunden eher gehen, weil unsere Lehrer sind alle krank. Nein, das regeln wir alles, indem wir Vertretungen machen, dass wir die Lernzeit, auf die ich nachher noch zu sprechen komme, so hin ausweiten, dass wir sagen, jetzt habt ihr eben zusätzliche Zeiten, um die Aufgaben zu machen. Wir schicken keine Schüler eher nach Hause und die kommen hier auch nicht an und sagen, oh, jetzt habe ich erst zur 3. oder zwischendurch fällt was aus. Das ziehen wir eisern durch. Auf Wunsch der Schüler gab es in 9 und 10, wo sie gesagt haben, ey, sind wir doch groß, jetzt dürften wir mal gehen, einen Elternzettel. Also wenn sie den unterschreiben, dann dürfen die 9er, 10er auch mal eher gehen. Bei allen Kleinen haben wir gesagt, das machen wir nicht, sondern die sind immer verbindlich, solange wie es auf dem Plan steht, bei uns. Da fällt nichts aus. Ja, und dann sieht man hier in der Mitte noch was man sonst eigentlich im Stundenplan auch nicht sieht, eine tägliche Lernzeit. Da haben wir uns lange überlegt, was können wir mit den Hausaufgaben machen. Hausaufgaben sind ja eigentlich immer ein Problem und die sind es bei uns jetzt tatsächlich nicht mehr. Nachdem wir da mal lange drüber nachgedacht haben und gesagt haben, es ist doch eigentlich total blöd. Wir erklären den Schülern hier im Unterricht, wie funktioniert Mathe, Deutsch und Englisch. Und dann schicken wir alle nach Hause und sagen, so, liebe Eltern, jetzt sind Sie dran, erklären Sie bitte alles nochmal, damit er die Hausaufgaben zu Hause machen kann, Ihr Sohn oder Ihre Tochter. Das haben wir geändert und gesagt, erstens mal geben wir nicht mehr von heute auf morgen auf, sondern wir machen immer so einen Plan. Die Schüler kriegen das hier in einer schönen sortierten Ansicht, wo man auch sieht, das ist bis morgen fällig, oh, muss ich ganz dringend machen, das hier hat noch Zeit bis nächste Woche. Und so lernen sie dann auch, sich das einzuteilen. Sie als Eltern können das jederzeit hier übers Web natürlich auch einsehen, damit sie auch wissen, was ist schon abgehakt, was hat mein Kind schon gemacht. Und das sorgt schon erstmal dafür, dass nicht mehr so viel Stress ist mit, ich muss das jetzt schnell für morgen machen, sondern man kann sich das einteilen. Aber der große Vorteil ist tatsächlich, dass wir es eben in unsere Schule geholt haben und die Klassen- oder Hauptfachlehrer, die es aufgegeben haben, da sind, um eben auch nochmal mit dem Schüler zu erklären, ja, guck mal, so war das, ich helfe dir dabei. Also jeden Tag 1 Stunde dieser Lernzeit. Sie arbeiten ihre Aufgaben da ab, wiederholen alles, was sie im Unterricht gelernt haben. Und natürlich, wie man hier sieht, da sind jetzt auch alle Materialien, die wir in der Schule haben, die wir sonst ja nicht mit nach Hause geben können. Da kann man in Gruppenarbeit was machen und sich gegenseitig helfen. Es sind ja nicht nur die Lehrer, die helfen, sondern in Lernzeit helfen auch ganz viele Schüler den anderen. Und auch das ist nochmal ein Unterschied zu Hausaufgaben, müsst ihr zu Hause machen. Was ich besonders als Englischlehrer toll finde, ist, dass man eben auch ganz andere Arten von Hausaufgaben geben kann und sagen kann, jetzt macht mal diesen Dialog und ihr nehmt ihn für euch auf und macht das eben in eurer Gruppe. Und natürlich die digitalen Medien sieht man hier, da sind wir auch mit dabei, um Ihnen das alles nochmal genau zu erklären. Also, wenn man tatsächlich sich ein bisschen anstrengt, schafft man in dieser Zeit eigentlich die komplette Hausaufgabe. Tja, dann haben wir hier einen Schwerpunkt individuelles Fördern und Fordern. Da ist natürlich unser größter Punkt, dass wir im Durchschnitt so 16 Schüler in der Klasse haben. In der Hauptschule oft tatsächlich nur 12, 13. Natürlich hat man dann als Schüler viel mehr Zeit von dem Lehrer, der sich sonst ja vielleicht um 25, 30 Schüler kümmern müsste. Da sind wir einfach dichter dran an den Schülern. Und dadurch, dass wir schon sehr viel Erfahrung im Bereich Inklusion haben, da waren wir eine der ersten Schulen, die damit angefangen hat. Und auch jetzt kooperieren wir da ganz eng mit der Erich-Kästner-Schule, haben wir ganz häufig in einer Klasse eben 2 Lehrkräfte, entweder ein Förderschullehrer oder eben 2 Regelschullehrer. Aber das kommt ja nicht nur den Förderschülern zugute, sondern da können auch alle anderen mal sagen, könnte ich bitte hier nochmal erklärt kriegen, einfach viel mehr Manpower sozusagen pro Schüler. Natürlich, Inklusion habe ich schon gesagt, machen wir ganz viel. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass wir regelmäßig uns mit unserem Lehrerteam treffen und sagen, okay, lass uns mal Schüler für Schüler durchgehen. Wer hat jetzt welche Probleme und wen können wir noch ein bisschen fordern? Wer braucht ein bisschen Extrafutter und wo müssen wir lieber gucken, okay, den müssen wir mehr weiter unterstützen. Und für diejenigen, die jetzt einen 3. Nachmittag wählen, also zusätzlich zu den 2 noch einen Freiwilligen, bieten wir an Deutsch, Mathe, Englisch, Förderkurse in ganz kleinen Gruppen und auch für Lese-Rechtschreibschwäche einen zusätzlichen Förderkurs. Und natürlich, wie wir das gerade bei diesem Lernzeitplan gesehen haben, können wir die Aufgaben individuell zuweisen und sagen, nee, du kriegst hier bitte mal die Aufgaben für Lernhilfeschüler, ein bisschen die leichteren. Oh, und du hast das alles schon so abgehakt. Hier, du kriegst mal ein bisschen was Besonderes, kriegst eine Zusatzaufgabe. Das funktioniert über unsere Plattform ganz leicht, wo wir diese Aufgaben verteilen.
Ja, und damit kommen wir jetzt schon zum Punkt digitales Arbeiten, Arbeiten mit Tablets und hier muss ich, glaube ich, jetzt mal ein bisschen mehr erzählen. Auf irgendeinem der Elternvorstellungsabende habe ich gehört, ja, Tablets und Digitales, das macht doch jetzt jede Schule, da braucht man gar nicht viel zu sagen. Das sehe ich so gar nicht. Ich glaube, da unterscheiden wir uns sehr von anderen Schulen und haben ein Konzept, was ich so bis jetzt zumindest noch nirgendwo anders gesehen habe. Zum Beispiel ist hier dieser Bereich, dass hier eine ganze Stunde Informatik von der 5. Klasse bis zur 10. Klasse fest im Unterricht drin ist. Normalerweise ist das nur in der 9., 10. vorgesehen, da lernen die so Programmieren, Logarithmen und alles. Wir haben gesagt, nein, es gibt inzwischen so einen großen Bereich, was da alles dazukommt. Was muss ein Mensch heute können, wenn er von der Schule geht, digital? Na klar, er muss anständig tippen können, möglichst schnell, muss sich im Internet zurechtfinden, sollte nicht auf Fake News reinfallen, muss eine anständige Präsentation machen, vielleicht ein Video schneiden. Das sind so viele Dinge, die machen wir nicht einfach im normalen Unterricht nebenbei, sondern dafür haben wir jede Woche eine Stunde, wo wir das denen von Anfang an, vom allerersten einloggen, wie bastel ich mir eine E-Mail, wie logge ich mich ein, bis hin zu wirklich, ich mache PowerPoints, so wie diese hier und trage die ganz sicher vor. Dafür haben wir einfach ein bisschen mehr Zeit als die anderen Schulen, weil wir ja nachmittags hier 4 Stunden mehr haben. Das heißt, im normalen Plan können wir so eine Stunde Medienbildung, nennen wir das, bei den kleineren mit unterbringen. Und das machen wir nicht erst seit Corona, sondern tatsächlich schon seit über 15 Jahren. Das heißt, wir haben da wirklich viel Erfahrung, wie wir die Schüler an die Hand nehmen und ihnen von Anfang an alles beibringen. Wir gehen da auch sehr mit der Zeit und klar, ein Schwerpunkt sind die Office-Programme, weil die einfach von den Betrieben gebraucht werden. Aber momentan ist ja künstliche Intelligenz ganz wichtig und alle sagen, okay, was machen wir denn damit? Auch da machen wir regelmäßig Methodentage, wo wir sagen, okay, wie nutzen wir jetzt so ein ChatGPT dafür, dass es nicht nur die Antwort vorsagt, sondern dich konkret schlauer macht. Wir haben für unsere Schule so einen kleinen ChatGPT-Tutor eingebaut, der darauf programmiert ist, möglichst nicht die Antworten vorzusagen, sondern wirklich zu helfen. So zum Beispiel hier haben wir gesagt, okay, dann sprich doch mal mit dem, als würdest du ins Restaurant gehen. Und sie üben halt ihre englischen Dialoge. Wir haben es auch schon gehabt, dass wir gesagt haben, schönen Text hast du geschrieben, aber frag doch mal, ob du noch was verbessern kannst. Also es geht inzwischen darum zu sagen, wie können wir mithilfe der KI uns trainieren, besser zu werden und nicht dümmer werden, indem wir uns einfach nur die Antworten vorsagen. Tja, und jetzt haben wir von Klasse 6 bis 10 durchgängig Tablets im Einsatz. Und Tablets im Einsatz heißt bei uns nicht, dass die irgendwie einmal zu einer besonderen Stunde rausgeholt werden und jetzt machen wir mal eine Tablet-Stunde. Nein, Deutsch, Mathe, Englisch, jedes Fach. Immer sind die Tablets das zentrale Gerät. Wir bearbeiten die Aufgaben da drauf. Wir haben sämtliche Schulbücher da drauf. Wir haben alle Apps, die wir nutzen in der Schule da drauf. Und das heißt, das, was Sie im Infounterricht gelernt haben, ist nicht wieder so ein Leuchtturm, der dann verpufft. Ja, jetzt sagen wir mal PowerPoint. Nein, wir machen jetzt einfach alle unsere Präsentationen damit. Wir lernen das Tippen immer wieder, weil wir es in jedem Unterricht machen. Und das macht nochmal einen riesen Unterschied. Also die werden richtige Digital Natives, weil sie einfach wirklich alles damit machen. Und dann muss man zum Schluss nicht mehr drüber nachdenken, sondern dadurch, dass wir es jeden Tag anwenden, werden die da einfach absolut kompetent drin. Das hier ist vielleicht für Sie nochmal ganz praktisch. Sie brauchen da nichts installieren oder so. Das machen wir alles von der Schule. Schicken auch sämtliche Schulbücher auf die Tablets, so dass die auch alle einheitlich sind. Finde ich auch immer ganz wichtig. Wir Lehrer wissen dann ganz genau, alles klar, oben rechts ist Word und links haben wir unser Rechenprogramm. Das ist alles drauf, so dass wir Lehrer eben auch erklären können, wie das geht. Also wir lassen die Kinder einfach nicht damit alleine und sagen, viel Glück, such dir das raus, sondern wir gehen den Schritt komplett mit ihnen mit. Und ja, wir haben Apple-Geräte, aber uns war es dann auch wichtig zu sagen, als Gegenpol dazu setzen wir viel Wert auf die Office-Produkte, auf die Microsoft-Produkte, weil das immer das ist, was die Betriebe von uns wollen. Wir sind eine Realschule und eine Hauptschule. Das heißt, unsere Schüler gehen dann ab in die Betriebe und da verlangt der Chef, ja, du musst das anständig in Word tippen können, schreib mal hier ein anständiges Angebot mit Excel, präsentier das mal und mach dann eine PowerPoint. Deswegen legen wir da einen großen Schwerpunkt auf, sind natürlich auch offen für andere Programme, aber das ist sozusagen unser Gegengewicht zum Apple-Universum. Ja, und da wir diese Geräte jetzt jeden Tag so im Unterricht haben, ermöglicht uns das auch einen komplett anderen Unterricht. Zum Beispiel digitale Tafeln, wo man vorne stehen muss und was dran schreiben muss und so, das nutzen wir jetzt nicht mehr. Wir haben unsere Tablets und sagen, teil deinen Bildschirm
und dann kommen die Schülerergebnisse vorne an die Tafel. Ich finde, das macht nochmal einen riesen Unterschied, ob man nach vorne geht und da was anschreiben muss mit, oh Gott, ich habe Angst, oder ob man als Lehrer einfach sagt, los, teil deinen Bildschirm. Das führt einerseits dazu, dass die Schüler viel öfter im Mittelpunkt stehen, also viel mehr schülerzentriert und nicht wir Lehrer pinseln da was Schönes an die Tafel. Es führt dazu, dass man nicht mehr Angst hat, oh, ich muss nach vorne gehen, sondern es ist ganz normal, ja, ich teile mal meinen Bildschirm. Also eigentlich ein komplettes Umdenken von, welche Rolle habe ich hier eigentlich? Da stehen die Schüler mehr im Mittelpunkt. Ja, und natürlich sind die Dinger mobil, das heißt, wir gehen viel mehr raus. Pflanzenkunde machen wir natürlich draußen. Ich schicke die auch gern zum Vokabellernen raus. Das hier war eine Einheit zum Thema Märchen. Ich glaube, Rotkäppchen wurde gerade gefressen. Das haben sie natürlich auch gerne am Tablet gemacht und sich aufgenommen. Die 9 Planeten kann man mit dem Spruch lernen und sich ein paar Bildchen im Buch angucken. Ich fand es allerdings so eindrucksvoller und die Schüler haben das, glaube ich, auch besser in Erinnerung behalten, wenn man da eben mit so einem Raumschiff direkt hinfliegt. Das sind einfach nur so ein paar Ausschnitte aus, was kann man alles anders machen. Als Englischlehrer finde ich natürlich, Hello, I'm Lisa and welcome to my cooking show. dass solche Möglichkeiten, wo man den Schülern einfach sagt, so, jetzt geht ihr nach Hause und nehmt euch beim Kochen eures Lieblingsrezeptes auf, schreibt was dazu, damit ich auch die Schriftsprache sehe und vor allem sprechen, ganz viel sprechen. Ich kriege ganz viele Videos von meinen Schülern, weil jetzt kann nicht mehr nur einer nach vorne und seinen Vortrag vortragen, sondern nein, jeder macht seinen Vortrag und macht ihn auch Spaß. Try the noodle. Man sieht, sie werden sehr kreativ dabei, also viel, viel mehr möglich, als wir bis jetzt uns noch so vorgestellt haben. Und da sind wir noch ganz am Anfang. Da kann man noch viel, viel, viel mehr machen und da entdecken wir auch jedes Mal wieder neue Möglichkeiten. Ich habe diese Vorteile bis jetzt für mich entdeckt, aber tatsächlich gibt's noch viel, viel mehr. Und das kommt einfach, weil wir sagen, jeden Tag setzen wir die im Unterricht ein. Ganz normalen Unterricht. Das hier finde ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir so dicht dran sind, weil natürlich haben wir mit den Tablets für jede Klasse einen Klassenchat eingerichtet, wo eben auch der Klassenlehrer mit drin ist. Und der erste Schritt ist überhaupt zu lernen, wie gehen wir im Klassenchat um miteinander, wie schreiben wir miteinander, was gehört in privaten Chat, was sind Warnsignale, die können direkt an den Klassenlehrer weitergegeben werden, ne? Wenn ihre Kinder sonst bei WhatsApp irgendwas sehen. Das ist ja immer so ein Punkt, ja, wen spreche ich an? Hier ist es eben ein Klick und sie sind bei uns Lehrern. Und natürlich sowas wie, hier, ich verteile euch eben mal die unregelmäßigen Verben und ihr könnt sie nicht mehr verlieren, weil sie sind ja im Chat. Das ist auch ein Vorteil. Videokonferenzen konnten wir natürlich super machen, waren auf Corona super vorbereitet. Ist auch wenig ausgefallen bei uns, aber sowas kommt ja hoffentlich nie wieder. Momentan nutzen wir das höchstens mal, wenn jemand 3-4 Wochen krank ist. Dann muss der nicht zu Hause sitzen, sondern wir stellen ihn hier aufs Lehrerpult und dann darf er da mitmachen, wenn es ihm gut genug geht. Und das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt. Jeder Schüler ist halt bei uns eingebunden in dieses große Teams und das heißt, wenn er die Aufgaben abgibt, können wir derart detaillierte Rückmeldungen für jeden Schüler einzeln geben und sehen eben sehr gut, wo ist jetzt der Stand. Also da sind wir viel, viel dichter an den Schülern dran und können so viel gezielter helfen, fördern und fordern. Und für Sie als Eltern ist natürlich der Vorteil, wenn wir eine Note finden, dann tragen wir die direkt in unser digitales Notenbuch ein und Sie sehen zu Hause sofort am nächsten Tag, oh, okay, da ist eine 2 geworden hier, 5, oh, da müssen wir mal ein bisschen üben. Oder auch, Moment, ich habe doch mein Kind pünktlich losgeschickt, warum steht hier jetzt 2 unentschuldigte Fehltage? Wo war der Junge? Da kommen einfach solche Missverständnisse gar nicht mehr auf und wir haben wirklich einen engen Draht. Und das finde ich gerade auch wichtig, vor allem, weil tatsächlich Sie brauchen viel Hilfe beim Umgang mit sozialen Medien und Gefahren im Netz. Da sind so viele Probleme, die gerade erst auftauchen, mit denen die Kinder sonst alleine sind. Und dadurch, dass wir als Klassenlehrer immer den direkten Draht haben, können wir da ganz, ganz viel gleich schon, bevor es irgendwie problematisch wird, aushebeln und sagen, da kümmern wir uns drum. Ne? Da hast du jemanden, an den du dich wenden kannst. Ach ja, und der letzte Punkt, viele Eltern nutzen das gerne auch, um zu sagen, gib mir mal dein Tablet, ich schicke mal eine Sprachnachricht an den Klassenlehrer, ich schicke eine Sprachnachricht hin, so können keine Zettel mehr verbaselt werden. Aber natürlich haben wir auch digitale Elternbriefe, die sie per Mail dann kriegen. Ja, ich glaube, ich könnte noch eine halbe Stunde weiterreden, weil das ein Thema ist, wo wir wirklich wahnsinnig viel haben. Aber wir haben einfach auf der Homepage für Sie mal ein paar Unterrichtsbeispiele hingestellt, damit Sie auch sehen, wie das so im täglichen Unterricht abläuft. Und jetzt haben mich alle anderen Lehrer verpflichtet, dass ich auch noch sage, nein, natürlich machen wir nicht nur alles digital. Es gibt bei uns ganz, ganz viele Sachen auch noch, die wir analog machen. Hauswirtschaftsunterricht, das eben war die Schulband, Textilunterricht.
die ganzen Wahlpflichtkurse, wo wir teilweise im Schulgarten sind oder uns um die Schulhühner oder die anderen Tiere der Schule kümmern, Sportunterricht. Natürlich sagen mir auch die Deutschlehrer, ich muss unbedingt erwähnen, natürlich schreiben die noch handschriftlich und auch auf Papier und auch die Mathelehrer stecken keine Zirkel in die iPads. Also es gibt auch noch den Unterricht vielleicht, wie man von früher kennt. Ich habe jetzt hier besonders betont, wo wir uns unterscheiden. Die Lego-Roboter AG. Ja, okay, die ist auch immer sehr beliebt. Und die Tanz AG, die Schulband. Also wir haben auch noch analoge Bereiche. Ganz wichtig, nebenbei noch zu erwähnen. So, und dann haben wir hier in dem Stundenplan noch eine Stunde, die es so sonst nicht gibt. Das ist die Klassenzeit. Auch etwas, was wir zusätzlich zu unserem normalen, regulären Unterricht haben, wo wir gesagt haben, es reicht nicht, den Schülern beizubringen, wie lerne ich Mathe, Deutsch, Englisch, sondern wir haben eine Stunde, die direkt beim Klassenlehrer ist, wo wir uns gezielt darauf konzentrieren, Lernstrategien beizubringen, aber eben auch sowas wie Methodentraining. Was für ein Lerntyp bin ich? Wie gehe ich mit dem Vokabeltraining um? Wie hefte ich Sachen gut ab? Beziehungsweise dann ab Klasse 6 in digitalen Mappen. Da haben wir einfach Zeit, als Klassenlehrer mit unseren Schülern diese ganzen Sachen zu besprechen, für die sonst eigentlich nie Zeit ist. Ganz wichtig finde ich da auch den Klassenrat, wo wir den Schülern beibringen, okay, wir setzen uns einfach gemeinsam hin und wir lösen jetzt die Probleme, die aufgekommen sind. Und zwar nicht ich als Klassenlehrer erzähle euch so, jetzt hier, der kriegt eine Strafe und das machen wir so oder wir setzen euch um, sondern wir verteilen Rollen und die Schüler lösen ihre Probleme nach und nach, angeleitet von uns, mehr selbst. Und wenn es dann richtig klappt, dann ist es wirklich schön, dass ich mich da als Klassenlehrer total zurückziehen kann und sehen kann, wie die sagen, ja, okay, aber wollen wir das mal so machen? Moment, du hast dich nicht gemeldet, jetzt nehme ich erstmal dich dran, mit Drannehmer, Schriftführer und allem. Ein ganz wertvolles Mittel, was wir halt in dieser Zeit einüben können. Und in dieser Stunde haben wir auch eben Zeit für sowas wie Lions Quest, das ist dieses Programm Erwachsenwerden, wo es auch darum geht, Selbstbewusstsein fördern, Umgang mit anderen, wie baue ich meine Selbst- und Sozialkompetenz auf. Finde ich in der Zeit eigentlich ganz wichtiger Punkt. In den höheren Klassen geht es dann in der Stunde eher um Zukunftsplanung, berufliche Orientierung, beziehungsweise nutzen wir das auch gerne einfach, um zu sagen, noch eine zusätzliche Stunde Mathe, dass wir auf die Abschlussprüfung uns gut vorbereiten. Ja, und hier ist noch eine Folie zu unserem Hackathon, wo wir einfach mal eine ganze Woche gesagt haben, okay, liebe Schüler, was wäre für euch jetzt eine Wohlfühlschule? Und die Schüler durften sagen, okay, diese Projekte würden wir gerne anstoßen und das hätten wir gerne. Wir hätten gerne Insektenhotels, wir wollen Snackautomaten. Eine Gruppe hat gesagt, wir wollen einen riesigen Soccer-Court auf der Schule, damit wir mal richtig Ball spielen können. Alles Projekte, die dann von den Schülern ausgegangen sind und tatsächlich, weil das so ein strukturiertes Projektmanagement war, wirklich umgesetzt worden sind. Also wir haben jetzt einen Soccer Court für 30.000 €, was sonst nie möglich gewesen wäre, weil eben im Rahmen dieser Planung auch Sponsoren mit aufgesprungen sind, weil die Schüler sich wirklich drum gekümmert haben, wie machen wir das ganz gezielt. Und die habe ich deswegen noch mal mit reingenommen, diese Folie, weil ich diese Schülerbeteiligung so schön fand und weil wir ausgewählt worden sind als eine der 4.000 Schulen in Deutschland, die an diesem Startchancenprogramm teilnehmen können. Und für dieses Programm sind 20 Milliarden € für 4.000 Schulen gegeben worden. Das heißt, da kommt eine ganze Menge Geld auf uns zu und wir haben gesagt, ja, das wollen wir ganz genauso wieder machen mit Schülerbeteiligung, mit Elternbeteiligung. Wo gehen jetzt diese Milliarden hin? Was machen wir aus unserer Schule? Das wird eine ganz spannende Zeit. Da sind wir selber noch ganz am Anfang, aber freuen uns schon drauf zu sagen, okay, wir gestalten unsere Schule gemeinsam mit den Schülern und den Eltern weiter. Das wird spannend. Ja, und dann könnte ich jetzt natürlich noch ganz viel erzählen über die Ausstattung unserer Klassenräume, über unsere Nähe zur BBS, das ist ja direkt hier einmal über die Straße und das nutzen wir natürlich intensiv für unsere Berufsbildung, über unsere sozialen Projekte hier unten oder über unseren Ganztagsbereich mit schöner Mensa, Freizeitraum und was es nicht alles gibt, aber wir wollten das ja hier kurz halten, deswegen hier finden Sie unsere Homepage, tms-nordheim.de, da können Sie wirklich nochmal ganz viel nachgucken und nachlesen auch, was machen wir sonst noch so alles an der Schule. Ich würde Ihnen einfach nur noch diese Termine hier ans Herz legen, denn sowas wie der Weihnachtsbasar, wo es eigentlich immer gemütlich wird in unserer Schule und man schon mal so ein bisschen reinschnuppern kann, die Schnuppertage für Schüler, wo wir an 2 Tagen einfach anbieten, dass die wirklich mal durch die verschiedenen Fachräume mit den Fachlehrern gehen und sich alles in echt angucken und natürlich der Elterninfoabend, an dem Sie nochmal alle Fragen loswerden können. Das sind ganz wichtige Termine. Und Highlight eigentlich in jedem Jahr, Tag der offenen Tür. Jede Klasse bereitet was vor. Sie können überall reinschauen bei uns und uns ganz intensiv kennenlernen. Das würde ich Ihnen dringend empfehlen, diese Termine wahrzunehmen.
Ansonsten